Guten Morgen, Doktor. Hast du meine Mutter gesehen? Sie kam hierher, um einige Tests durchführen zu lassen. Guten Morgen. Wenn sie zu einer ärztlichen Untersuchung kommt, muss sie im Labor sein. Oh, ich verstehe. Nun, ich schätze, ich muss hier im Wartebereich auf Sie warten. Ja, es wird nicht allzu lange dauern. Warte einfach auf sie. Und was ist mit dir? Hatten Sie schon Ihre jährliche Kontrolluntersuchung? Es ist sehr wichtig zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Das nehme ich an. Ich komme einmal im Jahr hierher, Herr Doktor. Aber ich verstehe nicht viel von diesen Dingen. Über Krankheiten und Leiden. Ich kann Ihnen dabei helfen. Ich habe etwas Freizeit. Und es ist wichtig, dass Sie diese Dinge wissen. Wirklich. Was ist zum Beispiel das häufigste Gesundheitsproblem einer Person? Das könnte eine Erkältung sein. Es handelt sich um eine häufige Virusinfektion, die dazu führt, dass Schleim aus der Nase läuft. Normalerweise kommt es zu Halsschmerzen und häufig auch zum Niesen. Es kommt sehr häufig vor. Eine Erkältung kann mit einer Grippe verwechselt werden. Grippe ist die gebräuchliche Bezeichnung für Influenza. Es handelt sich um eine ansteckende Virusinfektion der Atemwege, die Fieber und starke Schmerzen. Oder ein Husten. Dabei handelt es sich um den Vorgang, bei dem Luft mit einem plötzlichen, scharfen Geräusch aus der Lunge ausgestoßen wird. Jetzt kommt es auch ganz häufig vor, ich spreche von einer Allergie. Wissen Sie, was es ist? Ja, ich bin allergisch gegen Staub. Meine Mutter ist allergisch gegen Katzenhaare. Das ist richtig. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, die dazu führt, dass Sie schlecht reagieren oder sich krank fühlen, wenn Sie eine bestimmte Substanz essen oder berühren. Bei dir zum Staub und bei deiner Mutter zu den Katzenhaaren. Es kommt sehr häufig vor. Eine weitere häufige Erkrankung ist Asthma. Es handelt sich um eine Atemwegserkrankung, wo Krämpfe in der Lunge zu Atembeschwerden führen. Ein Asthmatiker verwendet einen Inhalator, um die Krämpfe zu lindern. Kommen wir nun zu einigen Schmerzen, die wir normalerweise haben. Zum Beispiel Rückenschmerzen. Ein anhaltender Schmerz im Rücken. Dies geschieht normalerweise, wenn Sie in einer schlechten Schlafposition schlafen. Oder wenn Sie schwere Dinge tragen. Ein weiterer Grund sind Ohrenschmerzen. Schmerzen im Ohr. Es ist sehr unangenehm. Und es ist sehr wichtig, dass Sie bei Ohrenschmerzen einen Arzt aufsuchen. Kopfschmerzen. Es ist ein anhaltender Schmerz im Kopf. Normalerweise wegen Stress. Manche Menschen nehmen normalerweise Schmerzmittel gegen die Kopfschmerzen. Bauchschmerzen. Es ist der Schmerz im Bauch einer Person. Manchmal spürt man es, wenn man etwas Schlechtes isst. Ein Zahnschmerz. Es ist der Schmerz in einem Zahn oder Zähnen, im Plural. Zahnärzte prüfen das. Halsschmerzen. Dabei handelt es sich um Schmerzen im Rachenraum, die typischerweise durch eine Entzündung des Rachens verursacht werden. Ein Fieber. Eine ungewöhnlich hohe Körpertemperatur, meist begleitet von Frösteln und Kopfschmerzen. Viele Menschen wissen es nicht, aber hohes Fieber kann gefährlich sein.
Du musst vorsichtig sein. Durchfall. Es handelt sich um eine Krankheit, bei der der Stuhl häufig und in flüssiger Form aus dem Darm ausgeschieden wird. Auch Durchfall kann gefährlich sein. Etwas am Magen ist Sodbrennen. Dabei handelt es sich um eine Form der Verdauungsstörung, die sich durch ein brennendes Gefühl in der Brust. Sie wird durch saures Aufstoßen in die Speiseröhre verursacht. Wissen Sie, was ein Ausschlag ist? Es sind viele kleine rote Flecken auf der Haut, die normalerweise jucken. Dies geschieht normalerweise aufgrund. Beim Fußballspielen kann es zu einer Verstauchung kommen. Es handelt sich um eine Verletzung eines Gelenks in Ihrem Körper. Insbesondere Ihr Handgelenk oder Knöchel verursacht durch plötzliches Verdrehen. Es kann sehr weh tun. Oder noch schlimmer, wenn Sie nicht aufpassen, können Sie sich ein Bein brechen. Das tut wirklich weh. Dabei handelt es sich um einen Knochenbruch im Bein. Bei einem gebrochenen Bein wird ein Gips angelegt, um das Bein ruhig zu stellen und eine schnellere Heilung zu ermöglichen. Auch andere Körperteile mit Knochen können gebrochen sein, zum Beispiel ein gebrochener Arm, ein gebrochenes Handgelenk und so weiter. Wenn Sie gerne an den Strand gehen, können Sie sich einen Sonnenbrand holen. Wenn Sie vorsichtig sind, gibt es kein Problem. Doch wenn man zu viel Zeit in der Sonne verbringt, kann es gefährlich werden. Wenn die Haut durch übermäßige Einwirkung der ultravioletten Strahlen der Sonne gerötet und entzündet wird. Deshalb ist es wichtig, fast jedes Mal, wenn Sie nach draußen gehen, Sonnenschutzmittel zu tragen. Oh, ich muss Ihnen den Unterschied zwischen krank und krank erklären. Für die meisten Menschen. Sowohl krank als auch krank bedeuten mehr oder weniger dasselbe, nämlich dass sie sich nicht in einem gesunden Zustand. Krank ist weniger formal als krank und beschreibt normalerweise kurzfristige Beschwerden oder Krankheiten, wie eine Erkältung oder Husten. Krank kann sich auch auf Übelkeit beziehen. Im britischen Englisch kann to be sick Erbrechen bedeuten. Krankheit wird oft bei schwerwiegenderen Gesundheitsproblemen, wie Krebs oder Lungenentzündung. Krankheit, Substantiv, bezieht sich auf einen medizinischen Zustand. Krankheit, Substantiv, bezieht sich darauf, wie Sie sich fühlen. Nun ist es wichtig, den Unterschied zwischen Schmerz und Schmerz zu kennen. Beginnen wir mit dem Schmerz. Schmerzen sind anhaltende oder anhaltende dumpfe Schmerzen in einem Körperteil. Es kann oft sein ein pochendes Gefühl, das mehr als einen Punkt abdeckt. Manchmal können Sie versuchen, einen Schmerz zu ignorieren. Schmerz ist körperliches Leiden oder Unbehagen, das durch Krankheit oder Verletzung verursacht wird. Dabei handelt es sich meist um ein scharfes Gefühl in einem bestimmten Körperteil, das mehr schmerzt als Schmerzen. Es ist auch wichtig, den Unterschied zwischen Krankheiten und Krankheiten zu kennen. Patienten erleiden Krankheiten, Ärzte diagnostizieren und behandeln Krankheiten. Krankheit dann ist der pathologische Prozess, die Abweichung von einer biologischen Norm. Und Krankheit ist die Erfahrung des Patienten mit schlechter Gesundheit, manchmal auch dann, wenn keine Krankheit festgestellt werden kann. Krankheiten müssen geheilt werden. Denken Sie an die traditionelle Medizin, und Krankheiten müssen behandelt werden.
Denken Sie an alternative Behandlungen und Änderungen des Lebensstils. Das ist der Unterschied. Das ist interessant. Ich möchte wissen, was die häufigsten und seltsamsten Krankheiten sind. Klar kann ich dir Beispiele für Krankheiten nennen, aber das muss in einem anderen Video sein. Wenn du es willst.